willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich weihnachtliche Windbeutel backe. Das Besondere an diesen Windbeuteln ist das Topping, das man im weitesten Sinne als Streusel bezeichnen könnte. Der korrekte Ausdruck ist Craquelin. Das Craquelin wird mit weihnachtlichen Gewürzen verfeinert, aber seht selber. Für den Brandteig habe ich Wasser in einen Topf gegeben, dazu kommt die Butter und eine Prise Salz. Alles wird aufgekocht, bis es brodelnd kocht und die Butter geschmolzen ist. Bis das soweit ist, dauert es natürlich einen Moment. Wenn das noch nicht geschehen ist, sollte man spätestens jetzt das Mehl abwiegen und neben dem Topf in einem gut zu haltenden Behälter bereitstellen. Wenn das Butter-Wasser-Gemisch richtig kocht, gibt man auf einen Schwupp das Mehl hinein. Es ist wichtig, mutig und ohne zu zögern, alles Mehl gleichzeitig in die Flüssigkeit zu kippen. Ein handlicher Behälter ist dabei hilfreich. Mit einem Löffel wird nun das Mehl in dem Butter-Wasser-Gemisch untergerührt und gerührt und gerührt. Ich habe hier noch einige Mehlklümpchen im Teig, das passiert bei mir eigentlich fast immer und ich bin froh, dass ihr das jetzt sehen könnt. Dann habt ihr schon weniger Sorgen, dass es bei euch misslungen ist. So gut es geht, werden die Klümpchen zerdrückt. Ich habe den Teig ungefähr 2,5 bis 3 Minuten auf dem Feuer gerührt und es ist normal, dass sich am Topfboden ein Belag absetzt. Das ist ein Zeichen, dass man bald fertig ist. Der Topf wird vom Herd genommen und der Teig muss nun auskühlen. Die Zeit kann man nutzen, um das Craquelin, also den Belag, vorzubereiten. Gewürzt wird das Topping mit Spekulatiusgewürz. Das kann man entweder fertig gemischt verwenden oder man macht es eben schnell selber. Hier habe ich eine Nelke und rechts daneben sind Kardamomkörner. Dies hier ist eine Kardamomkapsel, die ich zerdrücke und jetzt hole ich die Körner heraus, damit sie sich zu den anderen gesellen können. 2 Esslöffel Zucker werden in einen Zerkleinerer gegeben und Nelke und Kardamom werden fein zermahlen. So pudrig sieht es nach dem Mahlen aus. Zum Zucker wird noch der Zimt gegeben und untergerührt. In eine Schüssel werden das Mehl, der Zucker und die Butter gegeben. Alle Zutaten werden vermengt, bis man einen homogenen Teig erhält. Das kann man von Hand machen oder in der Maschine. Dieser Teig wird zwischen 2 Blättern Backpapier auf eine Stärke von 3 mm ausgerollt. Ich mache das immer mit Hilfe dieser Teighölzer, die genau 3 mm hoch sind. Dieser ausgerollte Teig wird auf ein Brettchen gelegt, damit er schön eben ist und alles wandert nun in den Gefrierschrank, damit der Teig fest werden kann. Der Backofen wird auf 180 Grad Celsius Ober-Unter-Hitze vorgeheizt. Der Brandteig ist mittlerweile einigermaßen ausgekühlt und wird in eine Rührschüssel gegeben. Er wird einmal kurz durchgerührt. Dann kommt ein Ei dazu und das erste Ei wird eingearbeitet. In der Schule mussten wir das mit einem Kochlöffel machen, was sehr mühselig war. In Gedenken an meine Kochlehrerin mache ich das jetzt mit dem Handmixer, man darf aber nicht zu lange rühren. Das erste Ei habe ich 20 Sekunden lang untergerührt. Jetzt kommt das zweite Ei dazu und wird ebenfalls eingearbeitet. Man muss die Eier immer nacheinander in die Masse geben und nicht alle Eier auf Mal. Das zweite Ei habe ich 30 Sekunden lang untergerührt, damit ihr eine Vorstellung bekommt, wie lange es dauert. Zu guter Letzt kommt das dritte und letzte Ei dazu. Alles wird verrührt, bis man das Gefühl hat, dass der Teig gut zusammenkommt. Das dritte und letzte Ei habe ich 45 Sekunden untergerührt. Man sagt, der Teig soll schwer reißend vom Löffel fallen, dann ist er richtig. Zum Schluss fahre ich mit dem Teigschaber nochmal über den Schüsselrand, damit auch alle Teigspritzer ihren Weg zurück in den Teig finden.
Zum Portionieren des Teiges benutze ich immer einen Eiskugelportionierer und zwar von mittlerer Größe. Dieser hier hat einen Innendurchmesser von 4 cm. Damit hat man immer mehr oder weniger die gleiche Teigmenge. Es ist weniger umständlich, als mit 2 Löffeln hantieren zu müssen und der Portionierer lässt sich besser spülen als ein Dressierbeutel. Die Windbeutel gehen beim Backen ziemlich auf, daher wohl auch der Name, und man muss genügend Abstand halten. 4 Reihen mit jeweils 5 Klecksen hat aber gut funktioniert. Das wäre geschafft. Jetzt muss noch der Belag, also das Craquelin, darauf gesetzt werden. Es ist mittlerweile kalt und fest geworden. Mit einem Ausstecher von 4 cm Durchmesser werden Kreise ausgestochen, die auf den Teighäufchen platziert werden. Jetzt können die Windbeutel gebacken werden bei 180 Grad Celsius Ober-Unterhitze, in meinem Ofen 30 Minuten, das kann aber variieren, also bitte aufpassen. Die Windbeutel können natürlich einfach mit Sahne gefüllt werden. Bei mir sollen sie aber neben der Sahnefüllung noch eine fruchtige Komponente erhalten. Man könnte auch Pflaumenmus nehmen. Pflaume passt gut zu Zimt und das Mus ist schon recht fest und muss nicht mehr vorbereitet werden. Ich habe mich aber für eingekochte Sauerkirschen entschieden. So sehen die Windbeutel nach wenigen Minuten im Ofen aus und man fragt sich, ob sie wohl aufgehen werden. Es werden 150 Gramm der Kirschflüssigkeit abgewogen und dazu kommen 100 Gramm Sauerkirschen aus dem Glas. Alles wird gekocht, bis sich die Flüssigkeit um die Hälfte reduziert hat. Das dauert natürlich eine Weile. Jetzt kann man noch mal einen Blick in den Ofen werfen. Die Windbeutel sind schon ein bisschen aufgegangen. In eine Schale wurden ungefähr 10 Gramm Maisstärke gegeben und 1 bis 2 Esslöffel Wasser. Damit werden die Kirschen angedickt, sodass die Masse ziemlich fest wird. Anschließend wird sie noch eine Minute gekocht und zum Auskühlen in eine Schale gegeben. 3 Gramm Gelatine werden mit einem Esslöffel Wasser eingeweicht. Die einigermaßen abgekühlten Kirschen werden fein püriert und wieder zurück in die Schale gegeben. Die mittlerweile gequollene Gelatine wird für knappe 10 Sekunden in der Mikrowelle geschmolzen. Zum Angleichen wird ein Teelöffel vom Kirschpüree in die Gelatine gegeben und verrührt. Dann ein weiterer Teelöffel und noch ein weiterer. Das muss man machen, damit sich die Gelatine gleichmäßig im Kirschpüree verteilen kann, ohne zu flocken. Dann wird diese Masse zum übrigen Kirschpüree gegeben und untergerührt. Diese Mischung muss nun im Kühlschrank auskühlen. So sehen die Windbeutel im Ofen mittlerweile aus. Sie sind schön aufgegangen und sind bald fertig, genug Zeit noch die Sahne zu schlagen. In die Sahne wird ein Teelöffel Mascarpone gegeben und sie wird steif geschlagen. Die Windbeutel sind fertig. Sie werden auf Kuchendraht auskühlen gelassen. Nun gibt man das Kirschpüree in die Sahne, rührt alles so einigermaßen unter, damit sich Schlieren bilden. Man schneidet in die Seite der Windbeutel eine kleine Öffnung. Die Füllung wird in eine Garnierspritze oder einen Dressiersack gegeben und nun werden die Windbeutel damit gefüllt. Hier schneide ich einen auf, um zu sehen, wie er sich macht. Was soll ich sagen? Er war sehr lecker. Er ist sehr knusprig aufgrund des Zuckertoppings, fruchtig, sahnig mit einem Hauch von Weihnachten aufgrund der Gewürze.
Hier sind alle gefüllten Windbeutel. Sie werden noch mit einem Gemisch aus Puderzucker und Zimt vollendet. Fertig sind die Prachtstücke, sie waren im Nu verputzt. Vielleicht probiert ihr diese Windbeutel ja einmal aus. Hier ist die Zutatenliste. Weihnachtliche Windbeutel mit Knusperüberzug. Brandteig, 125 Gramm Wasser, 55 Gramm Butter, 2 Gramm Salz, 75 Gramm Mehl, 3 Eier. Craquelin oder Zuckerüberzug. 85 Gramm Mehl, 75 Gramm Zucker, 75 Gramm Butter, eine Prise Salz, einen halben Teelöffel Spekulatiusgewürz oder eine Nelke, 3 Kardamomkapseln, eine gute Prise Zimt. Füllung: 150 Gramm Kirschsaft, 100 Gramm Sauerkirschen, 10 Gramm Maisstärke, auch bekannt als Mondamin, 200 bis 220 Gramm Sahne, 1 bis 2 Teelöffel Mascarpone. Viel Spaß beim Backen und wie immer guten Appetit und ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch bitte meinen Kanal und vielleicht gefallen euch auch diese Videos.